Kiel Dawn Patrol, der Special-Reihe Giro Edizione, in 6 Etappen in den Süden zu Espresso und Eis, 130 Kilometer von Kiel nach Kellinghusen und zurück, Gruppe fahren, bei traumhaftem Sonnenschein, Einzelzeitfahren und Bergzeitfahren, komm mit, sei dabei, eine Ausfahrt mit der Kiel Dawn Patrol, die KDP Giro Edizione, Teil 2. Herzlich willkommen, hier ist Guido der Radwanderer. Im ersten Teil sind wir von Kiel in so einem leichten Bogen nach Kellinghusen gefahren. Das waren 70 Kilometer. Haben da dann einen Break gemacht, ein bisschen über eine halbe Stunde. Gab Eis und Schnittchen, wer sich was mitgebracht hat, hat man ein bisschen ausgeruht. Und nun geht's wieder zurück, ein bisschen kürzer ist die Strecke, ein bisschen gerader, direkt nach Kiel hoch. Und die ersten Grüppchen sind schon los und der Rest sammelt sich. Und wir fahren jetzt wieder in größeren einzelnen Gruppen. Geht also wieder weiter. Start der zweiten Hälfte vom 130 Kilometer Giro Edizione. Und es geht raus, also nach knapp 30 Minuten Pause aus Kellinghusen haben wir so kurz nach 1 Uhr. Haben jetzt einen Tick über 70 Kilometer. Wir sind jetzt die letzte Gruppe, also es gibt ein paar Gruppen, die vor uns gestartet sind. Auch die schnelle Gruppe, da werden wir so keinen mehr von sehen. Und das Tempo ist jetzt wirklich so durchgängig bei 28,5 Stundenkilometer, dass wirklich jeder gut mitkommen kann. Also hier gibt es auch keine Sprints jetzt mehr wie auf der Hintour bei der ersten schnellen Gruppe. Zu Anfang habe ich gar nicht so viel gefilmt. Ich habe mit meinem Nachbarn da so viel gesprochen. Also Fitzbeck, Absdorf, bis kurz vor Ehendorf sind wir jetzt. Dann geht es weiter nach Wasbeck. Aber wird dann erstmal jetzt gleich eine kurze Pause geben. Ja, ein paar mussten mal um die Ecke. Kurzer Bio-Break. Und die ganze Gruppe hat dann gehalten. Und gewartet, bis sie fertig sind.
Erstmal hat er weitergelaufen. Einer sagt, es war noch weiter. Aber ich glaube, es ist auch keiner mehr, der irgendwas braucht. Ja, irgendjemand hat das wohl zu lang gedauert. Der sagte dann so, geht weiter. Und dann fuhr einer nach dem anderen weiter. Aber ein paar blieben auch. Und die Gruppe wird sich jetzt noch mal ein bisschen teilen. Also jetzt werden wir noch kleiner. Die hauen ab. Eine Gruppe zieht voraus. Wir warten noch. Und ich bleibe jetzt so in der letzten Gruppe. Das ist jetzt Ehendorf bei genau Kilometer 90. 3 Stunden 45 Minuten sind wir jetzt auf dem Rad unterwegs. Das ist jetzt Burg Aspel. Und wir hatten durchgängig so ein Tempo drauf, bei dem man sich ganz wunderbar unterhalten konnte. So hat man in der ganzen Gruppe gehört, dass sich so alle Partner immer, die nebeneinander waren, meist unterhalten haben. Was jetzt wo? Nochmal Wechsel vorne. Haben jetzt noch ein bisschen über 30 Kilometer und dann sind wir auch wieder zurück in Kiel. Und wieder ein Wechsel. Die beiden Vorderen gehen dann immer an den Rand der Straße, lassen die Gruppe an ihnen vorbeiziehen. Und die Strecke beim Rückweg war besonders autofrei. Schöner glatter Belach meistens. Sodass wir da wirklich ganz prima Radfahren konnten.
Und wirklich jeder in der Gruppe gibt sofort immer alle Zeichen, die vorne angegeben werden, dann weiter. Sei es irgendein Hindernis, auch kleinste Hindernisse werden immer gleich von allen weitergegeben. Oder dann Gefahren, da wenn gebremst wird. Und jeder hält immer schön seine Linie. So geht's weiter entlang der Autobahn, von diesem Autobahndreieck A7 A215. Und auch hier wieder Hinderniszeichen wird sofort durchgegeben. Und nochmal ein Wechsel der vorderen beiden Tempomacher. Geht nochmal über die Autobahn. Und dann sind wir auch schon kurz vor Kiel jetzt. Auf einer sehr schönen ruhigen Straße. Noch fahren wir in Doppelreih. Aber es wird sich dann bald ändern. Weil wir dann auf so einer schön schmalen Straße mit vielen Kurven sind. Also ganz toll zu fahren. Wir sind jetzt 18 Kilometer vor Kiel. Und alles bei herrlichstem Sonnenschein. Nicht zu heiß. Genau richtig für Radfahren. Und das ist dieser Weg, den ich meinte. So schön geschwungen, ein bisschen hügelig, also geht ein Tick hoch und runter. Eingewachsen. Und noch fahren wir parallel, aber gleich wird vorne Zeichen gegeben, lasst uns wechseln. Ja, sonst kriegen wir das nicht hin, wenn uns da Verkehr entgegenkommt. Da wird schon angegeben, einer Reihe. Und alle gehen rüber auf die rechte Seite. Also den Streckenabschnitt, den habe ich mir wirklich gemerkt. Der ist klasse, wenn man in der Nähe von Kiel trainieren geht. Vor allen Dingen, weil er auch so schön windgeschützt ist.
Also das war jetzt Blumenthal nach Rumor, das Stück, wo man so wunderbar fahren kann. Jetzt geht's wieder auf eine Landesstraße. Das ist jetzt Rodenweg bei Kilometer 123. Knappe 5 Stunden sind wir jetzt auf dem Rad. Und es war auch relativ windig, also von der Seite hatten wir ihn zum Glück. Knappe 25 bis 30 Stundenkilometer war der. Noch sehr schön dieser Schattenwurf, wo wir alle einmal abgebildet werden durch unseren Schatten. Hiltendorf, Kilometer 125, jetzt bei 5 Stunden. Und wir sind zurück in Kiel, haben jetzt 130 Kilometer und einen Tick über 5 Stunden. Wir sind zurück in Kiel. Das sind also die letzten Kilometer vor dem Ziel vom Café Lupo. Und es geht zurück auf die Veloroute 10 in Kiel. Unsere Stadtautobahn oder eine der Stadtautobahnen für Räder.
wir sind so gut wie da. Hier auf der Radautobahn in Kiel. Und wenn wir da runterfahren, sind wir auch schon da. Das war's. Eine wunderschöne Tour bei allerbestem Wetter. Ja, da kamen die ersten schon von den schnelleren Gruppen uns wieder entgegen. Die fuhren dann schon wieder nach Hause. Ich denke mal, die meisten waren schon wieder auf dem Rückweg oder auf dem Zuhauseweg. Und so haben wir uns als kleine letzte Gruppe dann nochmal einen Augenblick versammelt. Tschüss. Ja, also es war eine wirklich sehr, sehr schöne Fahrt. Mir hat das sehr gut gefallen mit dieser großen Gruppe. Diese Runde, entweder wenn man mochte, wirklich richtig ballern, ganz zu Anfang in einer schnellen Gruppe. Oder wenn man das nicht möchte, fährt man halt ganz gemäßigtes Tempo in einer der von folgenden Gruppen. Kann man wirklich gut mitmachen. Sicherheit wird da allerhöchst geschrieben. Alle sehr, sehr diszipliniert am Fahren. Also, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.